Und Thorsten Kremers ist für uns in Offenburg in Baden-Württemberg. In der kommenden Nacht droht das totale Glättechaos. Wie bereitet sich der Schwarzwald jetzt darauf vor? Ja, also hier im Schwarzwald, da hat man ja heute Nacht Gott sei Dank nichts gehabt. Die Mitte Deutschlands, die war ja schon ganz schön betroffen. Und hier habe ich natürlich auch schon einen Mann, der sich darauf vorbereitet, auf das Ganze, nämlich Marco Dürr vom Abschleppdienst. Schönen guten Morgen, Herr Dürr. Guten Morgen. Es ist ja jetzt so, die ganze rutschige Phase kommt. Wir haben in den Bildern gerade vorhin schon gesehen, einige Abschleppdienstkollegen sind ordentlich ins Rutschen gekommen. Wie sieht es denn hier aus mit dem Gerät? Was habt ihr hier Besonderes, damit ihr dann auch in solchen Situationen vorankommt? Ja, ich habe jetzt auch schon in den Nachrichten verfolgt, meine ganze Kollegen in Deutschland sind ja schwer schon am Abschleppen und Berge von PKWs und LKWs. Wir selber sind natürlich auch vorbereitet, unser Team ist vorbereitet. Wie man sieht, da im Hintergrund haben wir unseren Bergepanzer, unser 8x8 MAN für LKW-Bergung. Natürlich haben wir das auch für PKWs im kleineren Bereich, aber wir sind auf jeden Fall vorbereitet darauf. Was kann denn dieses Gefährt Besonderes? Wie kommt man mit dem besser voran als mit den normalen Abschleppwagen? Ja, das ist ein früher Militärpanzer sozusagen. Das ist ein 8x8, also alle 8 Räder können angetrieben werden. Und wenn es eine ganz brenzlige Situation gibt, weil wirklich schneebedeckte Fahrbahn und Glatteisstraße, können wir natürlich auch Schneekette aufziehen. Und dieses Fahrzeug, was kann man denn damit alles abschleppen? Habt ihr da auch bessere Chancen, zum Beispiel LKW rauszuziehen aus einem Graben? Genau, wir können LKWs natürlich mit Berge, 40 Tonnen Schwerlast und wie gesagt, dann mit dem Seil zieht man das Ding raus und dann wird er geborgen, der LKW. Ja. Jetzt haben wir hier natürlich auf dem Hof auch etwas stehen, zum Beispiel hier drüben auf dieser Seite, das können wir auch gerade mal zeigen. Das sind die schweren Folgen von so einem Glatteisunfall. Genau, das ist ein Sattelzug war das, der ist in eine Tunnelwand eingeschlagen durch einen Glatteisunfall. Also der ist neben die Fahrbahn gerade und dann in eine Tunnelwand eingeschlagen. Und wie sieht denn das denn aus, wenn ihr dann auf den Straßen unterwegs seid bei so einer Glätte? Inwieweit ist denn da auch Gefahr für euch? Ja, natürlich. Man muss dann auch mit höherer Wartezeit rechnen, auch für den Kunde oder auch für die Polizei, wo wir beauftragt werden, oder auch die ganze Kollegen in Deutschland. Und die Gefahr ist natürlich bei uns auch da. Aber wir sind so sensibilisiert, dass man natürlich auch genauso langsam fahren müsse, wie auch jeder Fahrer auf der Straße. Jetzt gerade wenn es so glatt ist, ein Blitz glatt ist. Und natürlich müssen wir da vorsichtig sein draußen und sind da vorbereitet auch. Dankeschön, Herr Dürr. Ja, also hier ist man vorbereitet und die Autofahrer sollten sich natürlich selbst auch vorbereiten für heute Abend. Decken mitnehmen, warme Getränke und natürlich auch schauen, dass der Tank voll ist, wenn man mal länger irgendwo steht. Thorsten Kremers, vielen Dank. Im Schwarzwald ist man offenbar bestens vorbereitet mit diesem Bergepanzer. Danke dir.